Während unserer 3 Jahre auf der Panamericana haben wir schon viele beschwerliche Straßen befahren. Doch nun führt uns unser Weg endlich über die legendäre Carretera Austral in Chile. Diese Straße ist eine wahre Herausforderung. Staubig, unwegsam, mental fordernd und sie trägt ihren ganz eigenen rauen Charme. Aber anscheinend muss man nur über die richtigen Löcher fahren, dann hört es auch schon auf. Doch trotz der Strapazen eröffnet sie uns atemberaubende Ausblicke, wenn wir durch die engen Kurven schlängeln und sich dabei die majestätische Berg- und Seenlandschaft Patagoniens vor unseren Augen entfaltet. In solchen Momenten wird erneut klar, es geht nicht nur ums Ankommen, sondern vor allem darum, die Schönheit der Reise unterwegs zu erleben. Es sind eigentlich nur 30 Kilometer, aber hier können 30 Kilometer trotzdem ganz schön anstrengend sein. Aber wunderschön. Guten Morgen, Wahnsinn, wo wir hier gelandet sind. Ich meine, ja, irgendwie sieht man trotzdem nicht sehr viel von dem Ort, aber diese Stimmung, das ist, also wir hatten ja erwartet, dass das Wetter, das Klima hier auf dieser Seite der Berge schon ganz schön anders ist, aber so mit dem Nebel hier, ich liebe sowas. Die Kehrseite ist, dass es auch ganz schön kalt ist. Am Van sind ganz schön viele Teile gefroren. Man sieht so einen Eisfilm drüber. Es sind auch Minusgrade. Es ist schon wirklich echt kalt. Die Heizung läuft auch im Van drum. Aber ich feiere das gerade total. Ich finde das so schön hier, auch mit dem Fluss. Und ja, die Sonne drückt ja auch langsam durch. Also wird es hoffentlich bald wärmer. Wir haben heute ja auch noch einiges vor. Guten Morgen auch noch von meiner Seite. Als wir heute Morgen aus dem Van rausgeschaut haben, hat es auf jeden Fall nicht so ausgesehen. Das ist ja so schön mit den Bergen dahinter, der Fluss, der sich durchschlängelt. Also es ist ein richtiger Traumspot geworden. Und wir sind natürlich nicht alleine. Man sieht, hier hinten sind noch ein paar Brasilianer. Und das Coole ist, so viele von denen fahren mit diesen alten T2s. Also es ist richtig schön, die Fahrzeuge so zu sehen. Die passen auch perfekt in diese schöne Landschaft, ja, die da durchcruisen. Ja. Schon sehr cool. Und ja, klar, dass sie an so einen schönen Spot auch kommen wie wir. Das hier ist einfach, ich finde, das ist wie aus einem Bob Ross Bild. Ja, kennt ihr Bob Ross? Schreibt doch unten in die Kommentare rein. Ja, der ist doch ein Klassiker. Ich gebe zu, ich habe ihn lange auch nicht gekannt, aber das ist wirklich, dieses Panorama ist wie aus dem Bob Ross Bild. Ja, voll. Es ist so richtig schön warm mittlerweile, besonders an der Sonne. Und wir sind auch ready, um unsere Fahrt fortzusetzen. Wir sind etwa 1,5 Stunden jetzt unterwegs, oder? Ja. Je nachdem, wie die Straße ist. Ja, das weiß man bei der Carretera Austral nie so genau. Hier sind wir gestern runtergefahren. Okay. Zum Glück war es dunkel. Ja. Wow. Gefühlt
jedes Mal, wenn wir wieder auf eine Schotterstraße fahren, klimpert und klappert wieder was anderes im Van. Jetzt gerade fehlt hinten eine Tasse im Schrank und mich macht es schon wieder wahnsinnig, dass die Tassen da aneinander scheppern. Aber anscheinend muss man nur über die richtigen Löcher fahren, dann hört es auch schon auf. Oh je. Quasi das Gegenstück zur Ruta 40 in Argentinien ist hier die Carretera Austral, die Ruta 7 in Chile. Auch sie verläuft von Norden nach Süden oder Süden nach Norden und fährt durch wunderschöne Landschaft. Hier die Berge, die wir dauernd sehen, die Flüsse. Also so viele Blautöne von Flüssen habe ich, glaube ich, noch nie gesehen auf so kleinem Raum. Auch wie die Flüsse so ineinander fließen, das ist faszinierend. Der Preis dafür ist, dass die Straße nicht so wahnsinnig gut ist. Also bisher ist es vor allem Schotter mit Wellblech und sehr staubig. Also das Fahren geht jetzt eigentlich noch, aber es ist halt, ja, ich glaube, danach können wir einfach mal durch den Van durchwischen, weil alles ganz verstaubt ist. Wir haben gehört, dass auch einzelne Passagen noch mal richtig fies werden sollen mit Schlaglöchern und weiß nicht was allem. Aber bis jetzt geht's eigentlich. Also wir lassen uns gerne überraschen. In Patagonien sieht man so viele, die mit den Motorrädern auch reisen. Man kriegt so richtig so ein Abenteuergefühl, noch mal mehr als im Van. Und Roberto ist ja eigentlich Motorradfahrer. Fehlt dir das vielleicht ein bisschen? Wärst du lieber mit dem Motorrad unterwegs? Von der Strecke her wäre es schon richtig geil, mit dem Motorrad zu fahren. Aber ich glaube, hier ist es doch viel bequemer. Ja, oder vielleicht mit einem Begleitmotorrad, so eins dazu hinten drauf. Das wäre schon cool. Ja, das wäre schon richtig cool. Aber man kann nicht alles haben. Da fährt man so lange durch gar nichts und dann ist man mitten in der Stadt. Aber als allererstes müssen wir auf jeden Fall tanken gehen, denn wir sind mal wieder ganz knapp mit Diesel. Hola, buenas. Diesel, por favor, lleno. ¿Diesel lleno? Sí. Ahí va. Gracias. Ach, gleich viel besser, wenn der Tank wieder voll ist. Hier gibt es ja wirklich nicht so viele Tankstellen, da muss man schon ein bisschen planen. Auf jeden Fall haben wir jetzt etwa 1,20 € auf den Liter bezahlt. Das ist jetzt relativ ein guter Preis, würde ich sagen. Also gerade die letzte Tankstelle in Argentinien, da waren wir halt sehr entlegen. Da haben wir etwa 1,90 € auf den Liter bezahlt. Das war verhältnismäßig schon sehr teuer. Aber ja, die wussten halt, dass sie es auch ausnutzen können, dass es weit und breit keine andere Tankstelle gibt. So, jetzt fahren wir noch einkaufen, glaube ich. Einkaufen. Wir müssen aufstocken und dann zum Schlafplatz. Wir sind angekommen, haben hier hinten geparkt und jetzt fragen wir mal, ob wir hier unten überhaupt übernachten dürfen, denn eigentlich ist es nicht erlaubt, aber Fragen kostet ja nichts. Man ist hier gerade gleich am See, also von dem her ist schon nicht schlecht. Ja, ein schönes Plätzchen auf jeden Fall. Wow. Schon schön, nicht? Ist richtig schön. Die Farben, das ist so speziell. Ja. Das ist unglaublich. Alles ist unglaublich.
in die Bucht ganz unten kommt leider keine Sonne mehr. Ich weiß nicht, ob das nur die Ausrichtung der Bucht ist oder vielleicht doch die Tatsache, dass sich auch heute wieder der Tag so lang gezogen hat mit dieser Fahrt und die Erledigungen. Es ist nämlich schon fast 5 Uhr wieder. Aber es ist trotzdem einfach so schön hier. Ja, ich bin auch ziemlich fertig heute. Keine Ahnung wieso. Es sieht sich halt, auch wenn wir nicht viel fahren, aber also die Straße ist ja wirklich ziemlich nervtötend. Man muss sich ja auch konzentrieren. Ja. Und auch als Beifahrer kann man nicht wirklich gut abschalten bei dem Geruckel. Ja. Deshalb was essen. Ja. Und Ruhigen Abend. ruhigen Abend. Der Wecker hat heute früh geklingelt, aber das ist es wahrscheinlich wert. Wir hoffen es, denn wir haben heute was Großes vor. Es geht ins Wasser. Jetzt fahren wir, wie lange? Etwa 5 bis 10 Minuten. Dann sind wir an unserem Startpunkt und dann geht es auch schon los. Das letzte Stück hier ist nochmal richtig fies. Ich weiß nicht, wann wir so steile Straßen gefahren sind. Ich glaube, das letzte Mal vielleicht in Guatemala, aber da waren sie wenigstens nicht so uneben und Schotter und voller Gräben. Also ja, wir müssen dann gucken, wie wir da auch wieder hochkommen. Wir sind angekommen. Viel zu früh für mich. Aber wird sich sicherlich lohnen. Oh, es ist ganz schön frisch. Wir haben zwar heute keine Minusgrade wie die letzten Tage, aber ja, man merkt einfach, in der Früh wärmt die Sonne noch nicht und es wird ja noch kälter im Wasser. Wir werden sehr nah dem Wasser sein, denn es geht auf eine Kajaktour. Für eine ganz spezielle Kajaktour. Ja, wir gehen nämlich, oder wir paddeln zu den Capillas de Marmol. Das sind Marmorhöhlen, kann man das so übersetzen? Kann man schon sagen. Und die sollen einfach sehr besonders aussehen. Ich bin schon so gespannt. Jetzt gehen wir mal danach vor und sehen, ob wir den Rest der Gruppe treffen. Ich bin aufgeregt. Wir haben uns gerade mit unserem Guide getroffen und sie hat uns schon unsere Beutel in die Hand gedrückt. Das Beste ist, wir haben hier unsere Umkleidekabine mit. Wir machen uns jetzt fertig, ziehen die Neoprenanzüge an, denn wir werden definitiv nass, meinte sie. Und dann können wir los. Tada! Ich sehe richtig sportlich aus, oder? Ja, wir gehen surfen, oder? Oh, das wäre cool. Nee, aber ich glaube mit den Wellen nicht. Sí, gracias. Pero no es que vamos al agua. ¿A nadar? No. Se llenan de nieve y ya no se puede bajar ni subir. Hay dos nombres ahí, uno más moderno y otro más antiguo. Nosotros usamos el más moderno porque es más fácil. Ingeutaik Gego Gune Mune. Oh wow. Wow. So heißt der See hier in der ursprünglichen indigenen Sprache. Also, ist nicht aussprechbar für uns. ¿Y cómo se llama el un poco más moderno? Chelenco. Chelenco. Eso es más fácil. Ese es más fácil, sí. Pies no tan adelante y ahora Chile, chicos, siempre está despejado y ahora hay una nube. Was für eine perfekte Morgen-Kajak-Stimmung. Mega! Bald geht hier über den Bergen die Sonne auf. Ich friere immer noch, vor allem die Hände sind richtig kalt beim Paddeln. Aber was für eine Stimmung. Und trotzdem, wir müssen ein bisschen arbeiten. Irgendjemand muss arbeiten. Ja, irgendjemand muss, ja. Es ist etwa 1 Kilometer in diese Richtung, die wir paddeln müssen. Ja, etwa 20 Minuten, vielleicht 30. Halbe Stunde. Aber wir sind sportlich, wir schaffen es in 20. Ja. Ist ja nicht das erste Mal, dass wir auf dem Kajak sind. Wir haben ein bisschen Gegenwind. Ist ganz schön frisch, wirklich. Aber wir sind gleich da, also es sollte nicht mehr lange gehen. Und ich finde das Paddel, was Mai hat, richtig cool. Ist einfach so eine Holzlatte.
Da vorne ist es schon. Ja, die Sonne ist noch nicht draußen. Ja, die kommt gleich. Da hinten auf den Bergspitzen sieht man sie schon. Fueron depósitos calcáreos y ya no están así, horizontales, sino que están en vertical o en redondo, porque se vuelve como una plasticidad. Das hier ist nun die Capilla de Mármol, also die Marmorkapelle. Eine der 3 großen Strukturen hier, die man sich ansehen kann. Und wie der Name schon sagt, das ist Marmorstein, der hier über Millionen von Jahren entstanden ist, komprimiert wurde und durch die Erosion, auch durch den See und den starken Wind, den es hier ab und zu ja gibt, einfach solche Formationen gebildet hat. Also diese Löcher, und gerade wenn die Sonne jetzt noch reinscheint, das ist sehr besonders. Schon sehr eindrücklich, diese Marmor hier zu sehen, wenn man denkt, dass der über 300 Millionen Jahre alt ist. Und ja, der See, der ist etwa vor 8000 Jahren entstanden. Das heißt, all diese Löcher, die durch das Wasser entstanden sind gar noch nicht so alt. Aber der Marmor 300 Millionen Jahre, das muss man sich mal geben, was das für eine Zahl ist. Hier darf man nicht reingehen, das ist geschützt, aber ich glaube, da vorne gibt es noch eine Höhle, wo man reinfahren kann mit dem Kajak. Ich glaube, da fahren wir jetzt hin. Aber das so live erleben zu dürfen, ist schon sehr eindrücklich. Hier sind wir jetzt im Tunnel und das ist der eine Teil, wo man auch mit dem Kajak durchfahren kann. Wow, ist das ein Erlebnis. Also ich muss ehrlich sagen, vor dieser Tour war ich ein bisschen skeptisch. Ich dachte so, ja komm, ein bisschen Steine angucken. Wie speziell kann das sein? Aber das hier und auch mit der eigenen Paddelkraft das erleben zu dürfen, das ist wirklich sehr besonders, sehr einzigartig. Ich weiß nicht, wo auf der Welt es sowas sonst noch geben soll. Es ist faszinierend. Hat sich doch gelohnt, früh aufzustehen? Ja, es lohnt sich immer, aber ich bin halt kein Morgenmensch. Roberto ist ein richtiger Morgenmuffel. Der hat mich richtig angepumpt heute früh, wieso ich so einen Stress mache. Ja. Ist jedes Mal so, wenn wir früh aufstehen. Aber es ist es jedes Mal doch wert. Ja. Wir sind ja auch selektiv, wir machen es ja nicht so oft. Genau. Ah, das war richtig cool. Ja. Also wir machen ja eher selten so Touren, wo man ja auch halt eben entsprechend auch was zahlen muss, aber das war sowas von wert. Also gerade Mai hat uns ja auch so viel erzählt und wir waren alleine. Zu zweit. Ja, wir waren einfach zu zweit. Es war gar nicht so geplant. Also wir hatten keine Privattour gebucht in dem Sinn und konnten das so erleben bei Sonnenaufgang und ja, richtig cool. Hat gemerkt, erst jetzt kommen andere Kajakfahrer. Also ja, wir verlinken sie auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. ja, unbedingt. Keine Werbung. Nee, ist eine Herzensempfehlung, aber falls mal jemand hier in der Gegend ist und auch sowas erleben möchte. 40 Euro hat es gekostet, oder 40.000. 45.000 chilenische Pesos pro Person, das sind ja 43 Euro vielleicht, aber es ist auf jeden Fall wert.
Wir sind wieder auf Betriebstemperatur. Oh, es war irgendwann so kalt. Gerade wenn wir aufgehört haben, uns zu bewegen, ging es so richtig in die Knochen rein. Aber jetzt sind wir aufgewärmt und sehen uns den Ort Puerto Rio Tranquilo an. Das ist eine Ortschaft, was ist das, 5 Kilometer vom Hafen entfernt, von der Bucht. Und man sieht schon, es ist recht touristisch. Das lebt hier von diesen Marmorhöhlen. Na? Oh, weißt du, was wir hier haben? Was? Chorillana. Ah. Oh, wir sind wieder am richtigen Ort. Oh, das ist so ein geiles Essen. Das ist so ein Sauhundessen. Das ist mit Kartoffeln und Ei und Fleisch und einfach so alles zusammen. Das ist eigentlich so ein Kateressen. Ja. Aber man kann es auch so essen. Das ist einfach so gut. Ich dachte, es kommt erst weiter nördlich. Naja. Und die Preise sind hier echt erstaunlich okay. Also das kostet jetzt für eine Person 9.000, also etwa 9 Euro. Und auch die anderen Sachen kosten so um die 10, 11, 12 Euro. Ist ganz okay eigentlich, bin ich überrascht. Was, hast du gesehen? Die haben hier einfach so ein Seiwal-Skelett Ja. in der Schule. Wir hatten früher ausgestopfte Eichhörnchen und die haben hier einfach ein Skelett von einem Wal. Wie heftig ist es? Kann man so etwa vergleichen, Ja. oder? Aber macht irgendwie auch keinen Sinn, denn hier ist ja der See und nicht das Meer. Irgendwie macht das, nicht so. besonderer Seiwal. Ja. Aber weißt du noch, an der Magellanstraße, da haben wir auch einen gesehen. Stimmt. Der war im Wasser, der ist noch geschwommen. Ja, der sah auch ein bisschen anders aus. Ja. Aber cool, dass einfach so, ja, dass der hier ist. Ja. Hm. Wir haben vorhin gelesen, dass die ca. 500 Einwohner von Puerto Rio Tranquilo vor allem von Landwirtschaft, Dienstleistung und Tourismus leben. Ich habe mich schon gewundert, wo die Landwirtschaft ist, aber hier ist sie, einfach im Vorgarten. Ein Riesentheater, alle durcheinander, mähen, krähen, gackern. Schmeckt dir nichts? Ich dachte, frisches Gras. Müssen wir die Möhren von zu Hause holen. Weg ist es. Da vorne ist schon der See. Der Ort ist wirklich nicht so groß. Da ist man sehr schnell wieder am Wasser. Aber ich glaube, danach gehen wir was essen, oder? Ich habe schon langsam so einen Magenkrummeln. Und wir haben ja auch eine Empfehlung bekommen. Genau. Gehen wir dahin. Ja. Sehr gut. Aber erst noch ans Wasser. Ja. Da sieht man, hier werden diese Angebote den Touristen unterbreitet für die Capillas de Marmol, Bootstouren per Kajak, aber eben auch motorisiert für die, die nicht Kajak fahren. Und das Angebot ist groß. Also alles hier dreht sich eigentlich darum oder auch um Gletschertouren in der Umgebung. Sieht auch sehr spannend aus. Aber ja, hier sind wir auf jeden Fall wieder am, ich wollte schon sagen Meer, am See. Es ist nämlich der zweitgrößte See Südamerikas. Darum wirkt er auch manchmal wie ein Meer. Er ist riesig. Und von hier starten eben die Boote.
Ich glaube, hier ist zu. Ja. Schade. Sieht voll gemütlich aus und dahinter geht so ein Bach durch. Aber naja, da wollen wir schon noch was anderes finden. Ja. Jetzt habe ich Appetit. Doch noch ein Plätzchen gefunden mit besser Aussicht auf die Hauptstraße und auf den See natürlich. Zufrieden? Ja, auf jeden Fall. Vor allem, jetzt ist die Sonne auch so schön warm, da kann man auch draußen sitzen. Ist ja perfekt. Ich wusste ja gar nicht, dass das gibt, aber anscheinend gibt es auch frisch gepressten Himbeersaft. Bin gespannt. Ja, Himbeer, aber irgendwas undefiniert. Doch, das ist Himbeersaft. Hey, ich hatte noch nie Himbeersaft, deswegen habe ich mir das zu erkennen. Doch, ist schon lecker. Aber also das muss irgendwie mit Wasser oder Orangensaft vielleicht verdünnt sein, weil sonst... Na, gut ist es. Hat gut getan, eine kleine Pause. Vor allem haben wir jetzt ja noch einiges vor. Darum war es gut, dass wir uns ein bisschen hinsetzen Naja, konnten. so viel haben wir nicht vor. Wir müssen jetzt einfach noch fahren. Wir müssen fahren und es sind eigentlich nur 30 Kilometer. Aber hier können 30 Kilometer trotzdem ganz schön anstrengend sein. Aber wunderschön. Wunderschön auf jeden Fall. Es soll weiter am See entlang gehen. Also ich glaube, wir werden da ein paar schöne Panoramen wieder vor uns haben. Ja. Ja, jetzt gehen wir mal zum Van und fahren los. Da lief gerade jemand so, sah ein bisschen verloren aus auf der Straße. ¿Hasta dónde tiene que ir? Ah, cerquita. Sí, cerquita. Hola, amigo. Permiso. Claro. Sí, puede. Sí. Sí, sí. Sí, sí, entra, entra. Tuvo que caminar hasta atrás. No, venía y me levantó un chip. Estaba en la oficina. Oh Mann, wie blöd. Ihm ist wohl das Öl ausgegangen beim Auto und er musste anhalten, konnte nicht weiterfahren. Ist alles zu Fuß in den Ort, einige Kilometer gelaufen und jetzt hat er natürlich gehofft, dass ihn auf dem Rückweg wenigstens wer mitnimmt. Ja, es sind anscheinend ein paar Kilometer nur, aber zu Fuß ist das natürlich viel. Wir sind froh, wenn wir helfen können. Wir haben ja keine offiziellen zusätzlichen Sitze hier, aber ich glaube, für die paar Kilometer wird es okay sein. De nada, de nada. Buena suerte. Bueno, usted igual que yo. Gracias. Ciao. Ja, Haben wir eine gute Tat haben vollbracht. eine gute Tat gemacht heute. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Endlich ein kleines Stück Asphalt. Können wir endlich wieder mal die Fenster aufmachen, denn vorhin mit diesem ganzen Staub von diesem Schotter kann man weder die Fenster aufmachen noch die Lüftung laufen lassen, denn da kommt alles rein. Und heute ist es besonders auch richtig warm. Wir haben vorhin mit jemandem gesprochen, der meinte, die letzten paar Wochen war es nie so warm. Also die hatten einen richtig schlechten Sommer. Ja, entweder ist es schön und staubig oder es regnet. Und wir sind an unserem Ziel für heute angekommen. Seht euch mal an, wo wir stehen. Das ist doch wieder mal ein Traumplatz. Und ihr habt schon gesehen, wir stehen hier nicht alleine. Wir sind hier mit anderen Reisenden, die wir entlang der Panamericana kennengelernt haben. Ja, ich glaube, hier wird es richtig gemütlich. Es ist auch so still. Vielleicht fällt es auch besonders auf immer nach der Schotterstraße, wenn es dann so ruhig ist und man wieder so zur Ruhe kommt. Aber ja, das wird ein richtig gemütlicher Rest des Tages. I just wanna go out and walk with you. Baby, you know I just like to talk with you. You don't have to tell me anything that's new. I just wanna go out and walk with you.
just wanna see your shadow next to mine, sailing over pavement with our 2 L1s. I like to see the shape you're in from time to time. I just wanna see your shadow next to mine. Das war doch ein gemütlicher Abend gestern. Es wurde ziemlich spät, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, auch mit einfach anderen Reisenden zusammen ist auch nochmal anders. Aber auch allgemein so die Carretera Austral hat uns bisher so gut gefallen. Also ja, die Straße ist anstrengend. Sehr anstrengend, ja. Aber es lohnt sich. Diese Landschaft und Natur, die man rundherum erleben kann, ist einfach der Wahnsinn. Ja, wir hoffen, dass wir nächste Woche dann weiterhin auf der Carretera Austral sind und weiterhin richtig schöne Sachen sehen können. Ja. Und wenn ihr mit dabei sein wollt, abonniert doch gerne den Kanal, like das Video. Schreibt einen Kommentar. Genau. Und dann sehen wir uns nächste Woche, wenn es wieder weitergeht. Hasta luego. Hasta luego. Schon sehr eindrücklich hier diese, wie heißt es?